Schaltet man die nordkoreanischen Nachrichten ein, scheint es, als ob die Welt zusammenbricht. Der Westen ist im Chaos, die Menschen leiden und die DVRK ist die einzige Insel der Stabilität. Aber was verbirgt sich wirklich hinter diesem Bild? Im Video die Enthüllung der Propaganda, die im Fernsehen nicht gezeigt wird. Den letzten Tag verbrachte ich damit, das nordkoreanische Fernsehen zu schauen und erlebte eine ganze Bandbreite an Emotionen, von Schock bis Verwunderung. Das Erste, was ins Auge fällt, ist das Gefühl einer Parallelwelt, in der alle Informationen in einem bestimmten Ton präsentiert werden. Irak, München 3-2 Kraft. Schuss. Im Gegensatz zu dem uns vertrauten Fernsehen, wo es eine Vielfalt an Meinungen gibt, in der DVRK. Es dient dem einzigen Zweck, die richtige Wahrnehmung der Realität zu formen. Jede Sendung, jeder Beitrag ist Teil einer großen ideologischen Konstruktion, in der es keine Zufälle gibt. Die Sprecher sprechen in einem besonderen Ton, feierlich, als ob sie über etwas Schicksalhaftes berichten. Selbst die alltäglichsten Nachrichten werden als historische Ereignisse präsentiert. Das Gefühl, als ob der Zuschauer nicht nur zuhören, sondern die Wichtigkeit jeder Phrase verinnerlichen sollte. Aber das Erstaunlichste ist das, worüber genau in den Nachrichtensendungen gesprochen wird. Wenn man den nordkoreanischen Nachrichtenkanal einschaltet, könnte man denken, dass außerhalb des Landes Chaos herrscht. Die Hauptbotschaft der meisten Sendungen: Die Welt außerhalb zerfällt schnell, die Menschen dort leiden. Und der einzige sichere und stabile Ort ist die DVRK. Proteste, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen. Wenn so etwas irgendwo im Ausland passiert, wird es zum Anlass für große Berichte. Die Aufnahmen von Unruhen können alt sein, aber sie werden so präsentiert, als ob sie gerade jetzt passieren. Und das Wichtigste, es gibt keinen Kontext. Es werden einfach Aufnahmen von Problemen gezeigt, danach erklärt der Sprecher selbstbewusst, dass das westliche System zusammenbricht. Der Kontrast wird sofort geschaffen. Sobald der Bericht über die Katastrophen im Ausland endet, folgt sofort ein Bericht darüber, wie wunderbar das Volk Nordkoreas lebt. Glückliche Arbeiter, perfekte Ernten, wissenschaftliche Durchbrüche. Das vermittelt dem Zuschauer das Gefühl, dass es außerhalb der DVRK nichts als Zerstörung gibt. Aber es gibt einen wichtigen Punkt, der das nordkoreanische Fernsehen noch ungewöhnlicher macht: Das Fehlen von Werbung. Wenn in den meisten Ländern Werbung der Motor der Wirtschaft ist, existiert sie in Nordkorea einfach nicht. Hier verkauft niemand Waren, wirbt nicht dafür, etwas Neues zu kaufen, lockt nicht mit Rabatten. Aber das bedeutet nicht, dass der Bildschirm frei von Propaganda ist. Im Gegenteil. Anstelle von kommerzieller Werbung gibt es hier eine ständige ideologische Beeinflussung. Jede Pause zwischen den Sendungen ist keine Werbung für Shampoo oder Autos, sondern Clips mit Militärtechnik, glücklichen Arbeitern, Schülern, die mit Freude die Werke des Führers studieren. Es sind eigenartige, motivierende Videos, deren Ziel es ist, den Menschen einzureden, dass sie an dem besten Ort der Welt leben. Besonders hervorzuheben sind die musikalischen Darbietungen. Lieder über das Heimatland, den Führer, das große Volk. Sie werden mit voller Ernsthaftigkeit und tiefen Emotionen vorgetragen und die Zuschauer im Saal hören mit Ehrfurcht zu. Es entsteht der Eindruck, dass das Fernsehen nicht nur informiert, sondern buchstäblich das Bewusstsein der Zuschauer programmiert. Aber wenn man Propagandavideos noch irgendwie erwarten kann, dann überrascht wirklich das unglaubliche Maß an Sendezeit, das den Kims gewidmet ist. Das nordkoreanische Fernsehen ist ohne Berichte über die Kims nicht vorstellbar. Dabei handelt es sich nicht nur um Erwähnungen, sondern um vollständige Chroniken, in denen die Führer die Hauptfiguren fast aller Nachrichtensendungen sind. Schaltet man den Fernseher ein, kann man sehen, wie die Nachrichtensprecher begeistert erzählen, wie der Führer eine Fabrik besuchte, die Ernte inspizierte oder den Wissenschaftlern einen weisen Rat gab. Jeder seiner Schritte wird als historisches Ereignis dargestellt. Wenn er einen Berg bestieg, ist das ein Symbol großer Stärke. Wenn er mit Arbeitern sprach, ist das Fürsorge für das Volk. Einen besonderen Platz nehmen Archivaufnahmen mit früheren Führern ein. Aus ihnen entsteht eine ganze Mythologie, in der jeder der Kims nicht nur ein Politiker ist, sondern fast ein Übermensch, der Heldentaten vollbrachte, das Land rettete und angeblich sogar über einzigartige Fähigkeiten verfügte. Eine solche Darstellung erzeugt den Effekt der Alternativlosigkeit. Es scheint, dass niemand außer der herrschenden Dynastie in der Lage ist, das Land zu regieren. Und das funktioniert, denn die meisten Zuschauer haben keinen Zugang zu alternativen Informationsquellen. Aber wenn Nachrichten und offizielle Chroniken mit voller Ernsthaftigkeit präsentiert werden, sehen Unterhaltungsprogramme ganz anders aus. Unterhaltungsprogramme in Nordkorea sind ein eigenes Genre. Hier gibt es keine uns vertrauten Talkshows, Comedy-Programme oder Reality-Shows. Die Hauptform der Unterhaltung sind groß angelegte Konzerte, Theateraufführungen und patriotische Darbietungen. Die wichtigste Regel ist, dass alles perfekt sein muss. Jede Nummer wird mit militärischer Präzision ausgeführt. Massenszenen werden in perfekter Synchronisation aufgeführt und die Lächeln der Teilnehmer scheinen buchstäblich einstudiert zu sein. Eine der beliebtesten Sendungen sind Konzerte mit Liedern über die Heimat. Die Zuschauer im Saal hören ihnen mit aufrichtiger Ehrfurcht zu und am Ende können sie sogar vor überwältigenden Emotionen weinen.
Manchmal werden solche Aufführungen von Chronikeinblendungen begleitet, damit die Zuschauer nicht vergessen, wofür das alles ist. Neben Konzerten gibt es Dokumentarfilme, die über das Leben der Menschen berichten. Aber alle folgen einer Linie. Im Land gibt es keine Probleme, die Menschen sind glücklich und die Armee und der Führer schützen sie vor jeglichen Bedrohungen. Es stellt sich die Frage, worauf wird dieser Inhalt überhaupt angesehen? Denn das Internet ist in der DVRK praktisch verboten und von Streamingdiensten kann keine Rede sein. Das Fernsehen in Nordkorea ist die einzige Informationsquelle für die meisten Einwohner. Aber mit den Fernsehern selbst ist die Situation nicht so eindeutig. Im Gegensatz zu entwickelten Ländern, wo jeder das Modell nach seinem Geschmack wählen kann, wird die Technik hier streng vom Staat kontrolliert. Fernseher in der DVRK gibt es in 2 Arten: im Land hergestellt und aus China importiert. Die eigene Produktion ist äußerst begrenzt und die meisten lokalen Modelle sind veraltete Geräte, die aussehen, als wären sie vor mehreren Jahrzehnten hergestellt worden. Modernere Varianten kommen aus China, aber mit einer wichtigen Besonderheit. Sie sind mit einem speziellen Schutz ausgestattet, der alle ausländischen Kanäle blockiert. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass in den Fernsehern der DVRK nur staatliche Kanäle programmiert sind. Die Bewohner können nicht einfach eine Satellitenverbindung herstellen oder alternative Informationsquellen finden. Wenn jemand versucht, das System zu hacken oder ausländische Sendungen zu sehen, kann das zu ernsthaften Konsequenzen führen. Nicht jede Familie hat einen Fernseher. Besonders in armen Gegenden. Viele schauen Sendungen an öffentlichen Orten, zum Beispiel in Arbeitsbereichen oder bei speziellen Versammlungen, wo nur die richtigen Programme gezeigt werden. Aber selbst wenn jemand einen Fernseher hat, bedeutet das nicht, dass er ihn jederzeit anschauen kann. Die Übertragung erfolgt hier nach einem strengen Zeitplan und abends enden die Programme und der Bildschirm wird einfach abgeschaltet. Aber wenn das Fernsehen so eingeschränkt ist, wer schaut es dann? Haben die Menschen eine Wahl? Das nordkoreanische Fernsehen ist nicht nur eine Informationsquelle, sondern ein obligatorischer Teil des Lebens der Bürger. Es wird nicht nur geschaut, weil es interessant ist, sondern weil es so vorgeschrieben ist. In Betrieben, Bildungseinrichtungen und in der Armee sind die Fernseher fast immer eingeschaltet. Die Menschen sind gezwungen, Sendungen an öffentlichen Orten zu schauen, und sie zu ignorieren ist bereits ein Risiko. In einigen Fällen ist die Teilnahme an kollektiven Fernsehabenden obligatorisch. Es wird sogar festgehalten, wer gekommen ist und wer nicht. Auch in Familien nimmt der Fernseher einen wichtigen Platz ein. Besonders aufmerksam werden die offiziellen Nachrichten verfolgt, die als Hauptquelle der Wahrheit präsentiert werden. Wenn jemand Zweifel äußert oder das Gesehene kritisiert, kann das zu ernsthaften Konsequenzen führen. In den letzten Jahren sind jedoch Menschen aufgetaucht, die begonnen haben, nach alternativen Wegen zur Informationsbeschaffung zu suchen. USB-Sticks und Discs mit ausländischen Filmen gelangen illegal ins Land und werden auf dem Schwarzmarkt verbreitet. Sie werden heimlich unter Androhung von Strafe angesehen, aber für viele ist es der einzige Weg, um zu erfahren, wie die Welt außerhalb der DVRK funktioniert. Nichtsdestotrotz bleibt das Fernsehen das Hauptinstrument zur Kontrolle des Bewusstseins. Selbst wenn im Fernsehen Sportspiele gezeigt werden. Nordkorea ist ein Land, in dem Sport nicht nur Unterhaltung ist, sondern Teil der staatlichen Ideologie. Wenn man Sportsendungen einschaltet, kann man feststellen, dass sie hier nicht als Wettbewerb oder spektakuläre Show präsentiert werden, sondern als Demonstration der Stärke der Nation und der Überlegenheit über den Rest der Welt. Normale Sportübertragungen sind selten. Es gibt fast keine Live-Berichte von internationalen Turnieren im Programm. Und wenn große Ereignisse gezeigt werden, dann nur in stark bearbeiteter Form. Zum Beispiel, wenn ein nordkoreanischer Sportler gewinnt, wird lange und stolz darüber gesprochen, wobei der unerschütterliche Geist und die Treue zur Heimat betont werden. Aber wenn er verliert, wird dieser Umstand entweder verschwiegen oder so dargestellt, als hätte er gegen unglaubliche Schwierigkeiten gekämpft, die die Gegner absichtlich geschaffen haben, um den Sieg zu verhindern. Ein weiterer interessanter Punkt ist das Fehlen von Werbung während der Sportübertragungen. Im Gegensatz zu den meisten Ländern, in denen Sportereignisse von Sponsorenspots und Markenlogos begleitet werden, gibt es das in Nordkorea nicht. Stattdessen werden patriotische Parolen, Aufnahmen von den Trainings der Sportler und feierliche Reden gezeigt, in denen die Siege weniger dem Können der Athleten als vielmehr der weisen Führung des Landes zugeschrieben werden. Eine der beliebtesten Sportprogramme sind die Armeewettkämpfe. Sie sehen aus wie eine Mischung aus militärischen Übungen und sportlichen Prüfungen. Hindernislauf in voller Ausrüstung, Granatenwerfen anstelle des üblichen Speers, Schwimmen in eisigem Wasser. All das wird mit solchem Pathos präsentiert, dass es scheint, als wäre es nicht nur Sport, sondern eine Vorbereitung auf eine große Mission. Aber noch mehr Aufmerksamkeit wird dem Kino gewidmet. Nordkoreanische Filme sind ein besonderes Genre, das schwer mit dem uns vertrauten Kino zu vergleichen ist. Kino in Nordkorea ist nicht nur Unterhaltung, sondern ein mächtiges Propagandainstrument. Schaltet man irgendeinen lokalen Film ein, bemerkt man sofort, dass er nicht um der Kunst willen geschaffen wurde, sondern um bestimmte Ideale zu fördern. Im Mittelpunkt der meisten Handlungen stehen heroische Figuren.
Die Hauptfiguren sind entweder Soldaten, die für das Vaterland kämpfen, oder Arbeiter, die im Namen eines großen Ziels arbeiten. Jede Geschichte ist so aufgebaut, dass sie die Hingabe an das Volk und das Land, Selbstaufopferung und den Hass auf Feinde zeigt. Ein besonderer Bereich sind Filme über die Kims. Diese werden regelmäßig gezeigt und als echte historische Chroniken präsentiert, obwohl sie oft offensichtliche Mythen enthalten. Zum Beispiel Geschichten darüber, wie einer der Führer der DVRK seit seiner Kindheit Heldentaten vollbrachte, geniale Fähigkeiten besaß und sogar Technologien erfand, die in der Welt lange vor ihm existierten. Visuell erinnert das nordkoreanische Kino an alte sowjetische Filme. Strenger Schnitt, intensive Musik, übertriebene Emotionen der Schauspieler. Jedoch lässt die Qualität der Aufnahmen oft zu wünschen übrig und die Inszenierung der Szenen wirkt manchmal zu theatralisch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Fehlen ausländischer Filme. Die Einwohner des Landes können keine westlichen Blockbuster, europäischen Dramen oder asiatischen Actionfilme sehen. Eine Ausnahme bilden alte sowjetische Filme, die als korrekt angesehen werden. Alles andere steht unter strengstem Verbot. Wenn wir die Filme geklärt haben, was schauen dann die Kinder und wie sehen nordkoreanische Zeichentrickfilme aus? Kindersendungen in der DVRK sind nicht einfach nur Zeichentrickfilme oder Unterhaltungsprogramme. Sie sind ein mächtiges Instrument zur Formung der Weltanschauung von frühester Kindheit an. Normale Kindershows findet man hier fast nicht. Stattdessen gibt es patriotische Märchen, Geschichten über die Heldentaten des Volkes und der Führer des Landes, Animationsfilme, die Respekt vor der Macht und Hass auf die Feinde einflößen. Zum Beispiel ist einer der bekanntesten Zeichentrickfilme die Geschichte eines mutigen Jungen, der Spione entlarvt und das Land rettet. Die Feinde werden karikaturhaft dargestellt mit grotesken Gesichtszügen, gierigen Augen und hinterlistigen Lächeln. Die Botschaft ist klar: Die Welt ist in Gute und Böse geteilt und die Bösen sind immer Ausländer. Andere Sendungen lehren die Kinder, fleißig und gehorsam zu sein. Sie zeigen, wie kleine Helden den Erwachsenen helfen und schon in jungen Jahren ihre Verantwortung gegenüber dem Land erkennen. Lachen, Leichtigkeit, Naivität, all das wird hier auf ein Minimum reduziert. Es ist wichtig, dass das Kind nicht nur unterhalten wird, sondern schon von klein auf versteht, dass sein Hauptziel ist, ein treuer Bürger zu sein. Es gibt auch Kinderkonzerte, bei denen die kleinen Lieder über den großen Führer, das Vaterland und die Armee singen. Diese Aufführungen finden mit unglaublichem Ernst statt. Die Kinder singen mit feierlichen Gesichtern und die Zuschauer schauen sie mit Stolz an. Ein solches Erziehungssystem formt Menschen, die von klein auf Propaganda als etwas Natürliches wahrnehmen. Und wenn man dir von Kindheit an die richtige Geschichte erzählt, wird auch deine Wahrnehmung der Vergangenheit genau so geformt, wie es der Staat wünscht. Geschichte in Nordkorea ist nicht nur eine Wissenschaft, sondern ein wichtiger Bestandteil der staatlichen Ideologie. Schaltet man ein Geschichtsprogramm ein, kann man sehen, dass die Vergangenheit hier so interpretiert wird, wie es vorteilhaft ist. Für die Behörden, das Hauptmerkmal der Geschichtsvermittlung ist die Heroisierung des eigenen Landes und die Dämonisierung der Feinde. Jeder Krieg, jeder Konflikt, jedes Ereignis wird einseitig dargestellt. Die DVRK war immer im Recht, hat immer gesiegt und immer unter aggressiven äußeren Kräften gelitten. Dies ist besonders am Beispiel des Koreakriegs deutlich. In den offiziellen Chroniken wird erzählt, dass der Krieg von den westlichen Ländern begonnen wurde und Nordkorea sich nur heldenhaft verteidigte. Dabei werden die tatsächlichen Fakten, die der staatlichen Version unangenehm sind, völlig verschwiegen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Mythologie um die Führer. In historischen Sendungen kann man Geschichten darüber hören, wie der Gründer des Landes, Kim Il-sung, die japanischen Besatzer besiegte, über seine unglaublichen militärischen Heldentaten, darüber, wie er Dinge vollbrachte, die ihm in Wirklichkeit einfach nicht möglich waren. Solche Verzerrungen der Geschichte formen bei den Zuschauern ein klares Weltbild. Die Vergangenheit der DVRK war von Kampf geprägt, das Land war immer Opfer äußerer Aggression und die Führer retteten immer das Volk. Und das funktioniert. Denn die Sprecher, die all diese Geschichten verbreiten, tun dies mit einer solchen Überzeugung, dass es scheint, als würden sie selbst daran glauben. Und vor allem, sie ändern sich fast nie. Es gibt ein interessantes Phänomen im nordkoreanischen Fernsehen, die Nachrichtensprecher. Sie übermitteln nicht nur Informationen, sie sind die Gesichter des Regimes. Und was interessant ist, sie bleiben jahrzehntelang auf dem Bildschirm. Wenn in anderen Ländern die Sprecher wechseln und neuen Gesichtern Platz machen, ist es in der DVRK anders. Die gleichen Personen lesen über Jahrzehnte hinweg die Nachrichten. Und ihr Stil bleibt unverändert. Sie sprechen selbstbewusst, laut, mit klarer Diktion. Manchmal wirken ihre Intonationen zu emotional, als ob sie nicht nur Informationen übermitteln, sondern ein patriotisches Gedicht vorlesen. Fortsetzung folgt. Die bekannteste Nachrichtensprecherin Nordkoreas ist Ri Chun-hee. Sie wurde zum Symbol des nordkoreanischen Fernsehens. Man kann sie in den wichtigsten Nachrichtensendungen sehen, wenn über bedeutende Ereignisse berichtet wird. Ihre Stimme klingt, als ob sie nicht nur über Ereignisse spricht, sondern über schicksalhafte Dinge, die die Welt verändern werden.
Diese Beständigkeit vermittelt den Zuschauern ein Gefühl der Stabilität. Die gleichen Gesichter, der gleiche Ton, die gleichen Ausdrücke. Das Fernsehen wird nicht nur zu einer Informationsquelle, sondern zu einem Symbol der Ewigkeit des Regimes. Aber das Erstaunlichste sind die Emotionen, die in jeder Sendung präsent sind. Manchmal wirken sie so dramatisch, dass sie inszeniert erscheinen. Wenn man sich nordkoreanische Sendungen genau ansieht, kann man feststellen, dass Emotionen dort einen besonderen Platz einnehmen. Hier berichten die Menschen nicht nur über Nachrichten, sie erleben sie. Eines der eindrucksvollsten Beispiele ist die Ankündigung des Todes des Führers. Als in den Nachrichten über den Tod von Kim Jong-il berichtet wurde, weinten die Nachrichtensprecher live und konnten kaum sprechen, und dieser Moment wurde im ganzen Land ausgestrahlt. Warum nicht mit Müll tauschen? Ich habe nichts gefunden. Ich habe eine Maschinengewehrrede in der Region. Theatralik ist in allem präsent. Wie die Menschen auf die Reden des Führers reagieren, wie sie bei Konzerten applaudieren, wie die Zuschauer in Begeisterung erstarren, wenn sie Lieder über die Heimat hören. Die Emotionen sind hier bis zum Äußersten gesteigert. Niemand darf gleichgültig bleiben. Das erzeugt den Effekt eines kollektiven Erlebnisses. Die Menschen sehen, wie andere weinen und fühlen, dass sie dasselbe empfinden müssen. So formt das Fernsehen nicht nur Meinungen, sondern auch Gefühle. Aber es gibt Dinge, über die im nordkoreanischen Fernsehen nie gesprochen wird. Trotz des Rund-um-die-Uhr-Programms und einer breiten Palette von Sendungen hat das nordkoreanische Fernsehen strenge Einschränkungen bei bestimmten Themen. Einige Dinge existieren hier einfach nicht. Sie werden nicht erwähnt, nicht diskutiert und der Zuschauer ahnt nicht einmal, dass solche Informationen überhaupt existieren könnten. Das erste und wichtigste verbotene Thema ist das Leben außerhalb des Landes. Wenn in den Nachrichten andere Staaten erwähnt werden, dann nur in einem negativen Kontext. Aber es werden niemals echte Aufnahmen des Lebens gewöhnlicher Menschen im Ausland gezeigt. Nordkoreanische Zuschauer sehen nicht, wie moderne Städte aussehen, welche Technologien in der Welt existieren, wie einfache Familien in anderen Ländern leben. Das zweite Thema ist Armut und Probleme im Land. Über wirtschaftliche Schwierigkeiten, Nahrungsmittelknappheit und den niedrigen Lebensstandard wird in keiner Sendung gesprochen. Wenn irgendwo Naturkatastrophen oder wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten, wird dies ausschließlich aus einer bestimmten Perspektive dargestellt. Das Volk hat sich vereint und alles dank der Führung überwunden. Das dritte verbotene Thema ist Desertion und Flucht. Obwohl von Zeit zu Zeit Enthüllungssendungen über Verräter des Vaterlandes auf dem Bildschirm erscheinen, sagt kein Bericht, dass Menschen aus dem Land fliehen, weil das Leben dort schwer ist. Vielmehr im Gegenteil, sie werden als schwach dargestellt, von Feinden getäuscht und in schreckliche Bedingungen im Ausland geraten. Das vierte verbotene Thema ist die Kritik an der Macht. Es gibt nicht einmal einen Hinweis auf die Möglichkeit eines Fehlers seitens der Führung. Alle ihre Entscheidungen werden als die einzig richtigen verkündet, und wenn es im Land Veränderungen gibt, dann ausschließlich, weil die Führung weise einen neuen Weg wählt. Ein solches System der Informationskontrolle macht das nordkoreanische Fernsehen nicht nur zu einer Nachrichtenquelle, sondern zu einem echten Instrument zur Schaffung einer künstlichen Realität. Nach einem ganzen Tag des Schauens lokaler Kanäle hat man das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. In einer Welt, in der die Vergangenheit umgeschrieben, die Gegenwart kontrolliert und die Zukunft vorbestimmt ist. Aber was bleibt nach all dem im Kopf? Wie ist es, einen ganzen Tag nordkoreanisches Fernsehen zu schauen? Untertitel erstellt von Dima Torzok. Trotz der totalen Kontrolle über das Fernsehen gibt es in Nordkorea einen Schattenmarkt für illegale Inhalte. Die Menschen riskieren ihre Freiheit, um herauszufinden, was außerhalb ihres Landes passiert, und nutzen dafür die unerwartetsten Methoden. Eine der häufigsten Methoden ist der Schmuggel von USB-Sticks und Festplatten mit ausländischen Filmen und Sendungen. Diese Datenträger gelangen hauptsächlich aus China über den Schwarzmarkt ins Land. Sie werden weitergegeben, meistens unter dem Schutz der Nacht. Und diejenigen, die sie verbreiten, nutzen komplexe Systeme von Codewörtern und vertrauenswürdigen Personen. Auf solchen USB-Sticks kann man koreanische Dramen aus Südkorea, westliche Filme, Nachrichtenberichte und sogar Unterhaltungsshows finden. Aber das Interessanteste sind die illegalen Aufnahmen von echten nordkoreanischen Ereignissen, die von den Bürgern selbst gefilmt wurden. Manchmal kann man auf den Untergrundmärkten Videos mit den tatsächlichen Lebensbedingungen im Land finden, die mit Handys aufgenommen und heimlich ins Ausland gebracht wurden. Eine andere Methode sind Untergrundradiosender. Obwohl die meisten Radiogeräte in der DVRK nur auf lokale Frequenzen eingestellt sind, finden geschickte Bastler Wege, die Empfänger zu modifizieren, um Signale aus Südkorea, China und sogar den Vereinigten Staaten zu empfangen. Besonders beliebt sind Radiosendungen, die von südkoreanischen Stationen ausgestrahlt werden und über die tatsächliche Lage in der Welt berichten. Es gibt sogar Versuche, ein Untergrundfernsehen zu organisieren. In einigen Grenzgebieten schaffen es die Menschen, Signale des südkoreanischen Fernsehens mit selbstgebauten Antennen zu empfangen. Das ist unglaublich riskant, da das Entdecken solcher Geräte zu schweren Strafen führen kann. Aber für viele ist es die einzige Möglichkeit zu sehen, wie der Rest der Welt lebt. Trotz der strengen Kontrollmaßnahmen suchen die Menschen weiterhin nach Wegen, die Wahrheit zu erfahren.
Und obwohl die nordkoreanische Propaganda allmächtig erscheint, erweist sich der menschliche Drang, die Welt zu verstehen, als stärker. Das nordkoreanische Fernsehen ist ein mächtiges Kontrollinstrument, aber selbst das kann die Menschen nicht vollständig von der Realität abschirmen. Diejenigen, die die Wahrheit erfahren wollen, können es nicht. Die Wahrheitssuchenden finden Wege, dies zu tun, selbst wenn sie dafür alles riskieren müssen.